Das geht. Danke, danke. Christoph, wir vermissen dich. Ja, danke. Sehr viel Dank. Sehr schön. Konzentriert, konzentriert. Dieser Hunger, dieser Wille, wenn man sich Tore anschaut, wie da auch gejubelt wird. Ich meine, wir sprechen trotzdem von einem Freundschaftsspiel, das imponiert mir. Dass die Leute das nicht vergessen haben, dass man mal vor 13 Jahren da war, bedeutet mir sehr viel. Ja, ich bin auf dem Weg nach Salzburg zum Freundschaftsspiel Red Bull Salzburg gegen FC Bayern München und habe die dankbare Anfrage bekommen, ob ich Bock habe, das Spiel ein bisschen zu begleiten, ein bisschen zu kommentieren, ein bisschen Expertenwissen preiszugeben. Und da ich natürlich dann auch irgendwie mal eine einjährige Bayern-Vergangenheit habe, macht das vielleicht Sinn und freue mich sehr, dass ich heute nach diesem kurzen Entzug des Fußballs dabei sein darf. Ja, ich habe einige Vereine in meiner Karriere gehabt, hatte ich gar nicht nie groß vor, aber kam dann einfach so. Dann irgendwann war man, Gott, das klingt so arrogant, zu gut für die dritte Liga und dann für die zweite und dann irgendwann ist man in der Bundesliga gelandet und hatte mal die Chance mit 2021 dann zu den Bayern zu wechseln und dann, wenn man die Anfrage kriegt und dann zu meiner damaligen Zeit Jupp Heynckes und Christian Erlinger anrufen, dann macht das was mit so einem jungen Menschen. Deswegen habe ich da auch sehr, sehr schnell zugesagt. Bin dann natürlich mit vollen Hosen damals auch in die Bayern-Kabine. Stehe ich auch zu, wenn du dann so als kleiner Zweitligaspieler aus Cottbus an die Säbener fährst und dort dann natürlich auf Ribéry, Robben, Schweinsteiger, Lahm triffst, dann arbeitet das in so einem jungen Kopf. Bin aber bis heute dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, dass ich es auch gemacht habe. Mich fragen immer viele, ob es ein Fehler war. Das kann ich immer ganz klar beneiden, ohne einen Vergleich zu haben. Aber mal mit den Jungs zusammengespielt zu haben, auf höchstem Niveau gespielt zu haben, die Champions League-Hymne gesungen zu haben oder gesummt zu haben, dann im Champions League-Finale der Horm dabei gewesen zu sein. Das sind unglaubliche Anekdoten, die nicht jedem vergönnt sind. Und ich durfte halt jeden Tag auf höchstem Niveau trainieren. Ne? Das macht dich halt auch besser als Sportler und Mensch. Deswegen bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich das damals auch gemacht habe. Ich weiß noch, wie Uli Hoeneß seinen, ich glaube, 60. Geburtstag damals gefeiert hat mit gefühlt 5000 Gästen. Und er jedem die Hand gegeben hat. Und an seinem Geburtstag hat er sich die Zeit genommen, mit mir, kleinem Fisch in diesem Haifischbecken, sage ich immer, mit mir über meine Situation zu sprechen, 3-4 Minuten. Also da bin ich echt vom Hocker gefallen. Und woran ich auch gern zurückdenke, ist Rafinha mit seiner Gitarre. Hat immer wieder im Bus Gitarre gespielt, immer wieder für gute Laune gesorgt. Obwohl er auch nicht immer gespielt hat. Das weiß ich noch. Das sind so Dinge, die man nicht vergisst. Also Reisen bedeutet immer Stress. Das kennt ja jeder, der auch mal in Urlaub fliegt. Klar bist du als Profi ein bisschen verwöhnter, musst jetzt nicht durch wahnsinnige Check-ins und 3 Stunden vorher da sein, aber du bist trotzdem, hast dann die Reisekilometer, schwere Beine, dann kommst du an, bist ein bisschen müde, Zeitumstellung. Und wenn du das alles nicht hast und vor allem diese klimatischen veränderten Bedingungen, dann bist du einfach viel früher natürlich auch wieder auf dem Stand Bundesliga. Wenn du dann, keine Ahnung, jetzt am 11. März irgendwie in Gladbach aufdribbeln musst und hast aber vorher bei gefühlten 25 Grad gegen Al-Ali oder gegen eine andere Mannschaft gespielt, dann ist das einfach was anderes in der Vorbereitung, als wenn du jetzt irgendwie zum Beispiel jetzt heute in Salzburg kickst und dann schon mal die klimatischen Bedingungen einfach kennst. Also als ich absoluter Stammspieler war, das war nicht so oft in meiner Karriere der Fall, dann habe ich es schon sehr genossen und dann waren auch die Freundschaftsspiele okay. Und wenn du halt Wackelkandidat warst, in der ersten Elf, dann hast du es gehasst, weil du konntest eigentlich nur was verlieren. Und wenn du Ersatzspieler warst, hast du es wiederum geliebt, weil du konntest eigentlich nur was gewinnen und dich hierarchisch vielleicht ein bisschen verbessern. Aber im Endeffekt, erst wenn dann wirklich du dann zum Warmmachen rauskommst, siehst, dass dann doch viele Zuschauer da sind, die Musik abgespielt wird, dann kommst du auch wieder schnell in diesen Wettkampfflow rein. In dem Moment merkst du gar nicht, dass es ein Testspiel oder ein Ligaspiel ist. Dann hast du ein Trikot an, deine Uniform und dann bist du auch voll da. Deswegen glaube ich, auf der Busfahrt wird man noch nicht so den Bock verspüren, aber das kommt dann halt. So, jetzt sind wir in Salzburg angekommen. Ich staune schon, was hier los ist. Obwohl noch ein bisschen Zeit ist bis zum Anstoß. Aber jetzt nehmen wir euch mal mit in die Kabine. Ich habe schon gesehen, wie du die Story gemacht hast. Danke. Super, danke dir, danke. Spaß. Danke. Ja, dann wollen wir auch kurz ein Bild machen.
Danke. Hey, vielen Dank. Nils, wie ist es für dich, wenn wir jetzt noch quasi nach so langer Zeit immer noch Fans von Bayern? Ich freue mich. Es ist immer noch sehr wertschätzend. Also, dass die Leute es nicht vergessen haben, dass man mal vor 13 Jahren da war, bedeutet mir sehr viel. Cool. Ja, klar. Herzlichen Dank. Schön, dass du da bist. Danke. Neben wem saßt du in der Kabine im Trainingsgelände? Toni Kroos. Ich glaube Philipp Lahm. Wir haben in Villarreal gespielt mit Bayern und Mario Gomez hat sich in der ersten Halbzeit ein bisschen verletzt, habe gemerkt, er muss vielleicht raus. Dann hat Jupp Heynckes mir gesagt, mach dich warm. Und dann war erste Halbzeit so, stand glaube ich 0-0 und alle sind mal die ganze Zeit gerutscht, wie bescheuert. Und dann in der Halbzeit ziehe ich meine Nockenschuhe damals noch an, laufe durch die Kabine und sagt, zeig deine Schuhe, hatte ich Nocken an. Seitdem habe ich nie wieder mein Leben Nockenschuhe angezogen. Ja? Also habe dann Stollen angezogen, war auch besser so für den Platz. Nur noch Eisen. Nur noch Eisen. Mein ganzes Leben. Danke, Jupp Heynckes. Sehr schön. Ist halt auch eine schöne Größe. Ich weiß gar nicht, ob sie es in Österreich mal voll kriegen, aber schön eng. Gute Atmosphäre, das kriegt man im Fernsehen immer mit. Also hier kann es schon mal auch ein bisschen laut werden. Die hintere gehört nach vorne. Christoph, wir vermissen dich. Ja, danke. Hinter uns kommen gerade viele vom FC Bayern München an. Heute im Testspiel Kracher, worauf freust du dich? Ich freue mich auf ein sehr spektakuläres Spiel, weil beide haben dieselbe Idee, gut zu verteidigen, aggressiv nach vorne zu spielen und heute wird es ein sehr, sehr kraftiger Spiel. Auf jeden Fall gut. Da ist er schon, da ist er schon. Wenn wir von Engeln reden, hallo, was ist Conny? Was ist das? Ja, passt. Spielst? Ja, sicher. Schauen wir mal. Danke, was geht? Danke, danke. Alles gut bei dir? Ja. Den wollen wir nicht. Sicher. Hey, wie geht's? Alles gut? Ja. Oder? Geht so, oder? Ja, schauen wir mal. Muss besser werden. Rückrunde wird besser. Viel Luft nach oben. Servus. Viele alte Bekannte. Sehr viele Alte, sehr schön. Der Heimvorteil für alle. Ganz einfach, Bargeld im gesamten Stadion bezahlen.
Right side. Und dann geht es also los mit dem einzigen Testspiel in der Wintervorbereitung für den FC Bayern München. Nils, du hast insgesamt 15 Pflichtspiele gegen den FC Bayern in deiner aktiven Karriere bestritten. Und ich glaube, meistens war es so, dass die Bayern eher den Ball hatten. Wie ist es denn so, als Gegner sich darauf einzustellen? Ja, du brauchst so eine hohe Frustrationstoleranz. Du musst dich darauf einstellen, dass du wirklich wahnsinnig oft hinterherläufst. Und hinterherlaufen bedeutet doppelten Kraftverlust. Ja, als mit dem Ball sich in Bewegung zu setzen oder was anzubieten. Das tut wahnsinnig weh, weil du auch einfach als Gegner, so wie ich jetzt auch als Stürmer, ganz oft 50, 60, 70 Meter entfernt bist vom gegnerischen Tor, da wo du hin willst. Da musst du schon wirklich wahnsinnig stark im Kopf sein. Sie laufen erstmal, wie von dir auch schon gesagt, den Ball hinterher. Olysée, 1 gegen 1 Situation. Und dann hatte Thomas Müller in der Mitte gelauert. Aber man merkt gleich diese dominante Spielweise, die uns ja so viel Freude bereitet hat an den ersten 15 Spieltagen.
Ja, erstaunlich. Ich bin echt begeistert. Ich meine, wir reden trotzdem von einem Freundschaftsspiel und ich sehe Zweikämpfe, ich sehe Automatismen, ich sehe alles das, was eigentlich im Ligaspiel erwartet wird. Und am Ende kommt nachher Qualität bei rum. Und das ist ja das A und O. Und das ist heute absolut gegeben bei den Bayern. Also ganz offensichtlich nicht viel verloren gegangen über die kleine Pause, in der man mal runtergefahren hat, bei den Spielen. Nein, also ich glaube, in 2,5 Wochen verliert man auch nicht alles. Aber trotzdem, gerade dieser Spielwitz, der gleich wieder da ist und dieser Hunger, dieser Wille, wenn man sich Tore anschaut, wieder auch gejubelt wird. Ich meine, wir sprechen trotzdem von einem Freundschaftsspiel, das imponiert mir. Konzentriert. Und das war's. Ein spielfreudiger FC Bayern gewinnt das Testspiel bei Salzburg. Ich sage Dankeschön an Nils, dass du dabei warst, dass du uns begleitet hast durch diesen Abend. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass Sie alle mit dabei waren hier beim Testspiel des FC Bayern München in Salzburg. Ich glaube, insgesamt eine sehr gelungene Vorstellung gewesen. Wir können uns freuen auf Gladbach dann am Samstag. Bis dahin, macht's gut. Bitte,